Hi, da sind wir wieder. Heute machen wir mal was Türkisches. Und zwar war ich öfter essen und habe dann immer so eine Möhrencreme bekommen und die fand ich so gut zum Dippen und auch auf Fleisch und so weiter. Und jetzt habe ich mich darum gekümmert, ich habe ein Rezept besorgt. Wir probieren das heute einfach mal aus. Wir starten direkt durch. Wir brauchen 2 geschälte Möhren, gute Größe, raspeln. Die dürfen ruhig etwas grober sein. Die raspeln wir jetzt runter. Wir unterbrechen das jetzt kurz und zeigen euch gleich das fertige Endprodukt. Also wie gesagt, 2 Möhren raspeln. So, die Möhren sind geraspelt. Heidene Arbeit. Dann kann man die Raspel beiseite schmeißen. Das stellen wir uns beiseite. Dann brauchen wir eine Zwiebel. Ich habe hier eine Schalotte. Die halbieren wir und dann schneiden wir uns die in kleine feine Würfel. Schneiden die schön runter, weil wir die gleich mal noch weiter verarbeiten müssen, bevor wir die in den Joghurt geben. Schön klein schneiden, am besten würfeln. Ihr könnt das natürlich auch mit so einer Maschine machen, wenn ihr sowas zu Hause habt, die einfach klein machen. Ich schneide die jetzt eben runter. Ja, die wollen auch klein gemacht werden noch. Es geht halt darum, dass ihr seht, wie man das so in Live-Zeit macht. Und wenn ihr das mitmacht, dann habt ihr nachher das gleiche Produkt. Dann brauchen wir 2 Knoblauchzehen. Die schneiden wir auch runter. Und hacken die dann noch ein bisschen kleiner. Schön durchhacken. Habt ihr eine Knoblauchpresse, macht es mit einer Knoblauchpresse. Ich geißel mich hier halt gerne selber, weil ich so gelernt habe. Aber ist okay. So, alles schön klein geschnitten, klein gehackt. Jetzt nehmen wir das Ganze, machen das auf die Möhren, die wir eben geraspelt haben, oben drauf. Das ist einfach nur, weil wir nämlich jetzt mit den ganzen Zutaten übergehen zum Herd. Und da sehen wir uns gleich wieder. So. Wir sind am Herd, es geht weiter. Pfanne aufsetzen. Geben wir der Pfanne erstmal Vollgas. Nicht erschrecken, die macht ein bisschen Geräusche, egal. So, Olivenöl. Ich habe etwas mehr genommen, weil wir sowieso etwas mehr noch mit in den Joghurt machen würden. Aber das machen wir da schon mit in die Pfanne. Lassen wir das Ganze kurz heiß werden. Und dann können wir das Ganze schon alles in die Pfanne geben. Einmal alles rein. Der Hintergrund ist einfach, dass die Möhren weich werden und dann auch richtig ihren Geschmack abgeben können. Und wenn man Möhren roh isst, dann sollte man auch immer das in Verbindung mit Öl machen, damit der Körper das überhaupt aufschlüsseln kann. So, das haben wir jetzt auch gemacht. Dann lassen wir das Ganze jetzt schön angehen hier drin. Gehen jetzt mit der Hitze gleich was runter. Und dann so bei mittlerer Temperatur. Bisschen weiter garen und lassen das Ganze jetzt hier drin so für 3-4 Minuten, dass die weich werden. Lassen wir die jetzt kurz hier drin ziehen. Ich hole mal Salz. So, wir machen schon mal ein bisschen grobes Salz dran. Wir machen schon mal ein bisschen Pfeffer dran. Das würzen wir dann nachher im Joghurt noch mal richtig ab.
Dann machen wir noch ein bisschen braunen Zucker mit dran. Einen Teelöffel. So. Aber ich muss noch mal hochgehen mit der Temperatur. Und jetzt sieht man auch schön, das Wasser tritt richtig aus. Oder der Saft aus der Möhre und der Zwiebel und dem Knoblauch. Und da drin soll das Ganze dann auch wirklich quasi gar schmoren. Boah, das riecht so gut. Wahnsinn. Knoblauch ist einfach die Wunderwaffe in der Küche. Und Butter und Sahne. Okay, das sieht jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Ich würde sagen, ich drehe es jetzt ab, lasse es abkühlen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die ganze Sache unter den Joghurt mischen. Okay? Alles klar, bis gleich. So, die Möhren, Zwiebeln, Knoblauch sind abgekühlt. Jetzt nehmen wir eine gute Menge Joghurt. Zur Erklärung. Ich nehme immer griechischen Joghurt mit 10% Fett. Das schmeckt einfach besser. Der griechische Joghurt ist für mich der beste Joghurt, den es gibt auf dieser Welt. Vielleicht, wenn ich ihn selber mache, könnte ich es vielleicht noch ein bisschen toppen, indem ich den Fettgehalt noch erhöhe. Aber der ist einfach super. Der schmeckt einfach mega. Also ihr merkt, ich bin ein griechischer Joghurt-Fan. 500 Gramm sollte reichen. Könnt ihr eure Familie gut mit bedienen. Dann habe ich hier frische Petersilie. Ich finde, das gehört einfach dazu. Ich liebe Petersilie, genauso wie diesen Joghurt. Das ist einfach Bombe. Die hacken wir jetzt klein. Das ist eine gute Handvoll. Wenn ihr, man könnte sagen 13 Stiele. Ich habe eben tatsächlich nachgezählt. 13 Stiele. Wahnsinn. Eine gute Handvoll. Grob durchhacken. Die Möhren sind ja auch relativ grob. Und ich finde auch, das Ganze darf ruhig mal grob sein, weil da noch die Geschmäcker noch richtig durchkommen. Die hacken wir einmal schnell klein. Gar nicht so ganz klein, sondern wirklich lasst es ein bisschen grober. Das sieht auch super aus da drin, das schmeckt auch wirklich gut, wenn man es mag. So, das reicht mir schon. Das geben wir hier drauf. Dann salzen, nicht zu viel. Wir haben ja auch schon die Möhren ein bisschen gesalzen. Ich würde sagen, das war jetzt noch mal so 1,5 Teelöffel Pfeffer. Ich mache mal gut Pfeffer dran. Ich liebe Pfeffer. So, dann nehmen wir die angeschwenkten Möhren, die Zwiebeln und den Knoblauch. Geben das hier alles in die Schüssel. Dann geben wir noch einen Schuss Olivenöl dazu. Einen guten Schuss. Und dann heben wir das Ganze einmal gut durch. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Das ist eine super Sache, wenn ihr das im Kühlschrank habt. Irgendwer kommt vorbei, Kleinigkeit essen, ob mit Fladenbrot, mit Kräuterbrot, sag ich schon, mit Vollkornbrot, mit allem, was ihr so bevorzugt an Brot, frisches Brötchen, geht alles. Geht auch einfach zu Fleisch und ist eine super Sache, schmeckt mega mäßig. Damit ist es auch schon fertig. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, noch besser ein Abo. Damit würdet ihr die Arbeit, die wir uns machen, so unterstützen. Und wir sehen uns wieder. Guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.